Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so bringt an Infos für uns. Und ich bin gespannt. Ja, wir haben hier so ein bisschen das Bilanzziehen. Hier guckt man auf das, was man im Leben schon erreicht hat. Vielleicht auch mit Stolz. Und hier kommt eben auch der Moment, wo man entscheidet, was gibt es jetzt noch zu tun. Möglicherweise geht es viel auch um die Lebensaufgabe, ne? Hier möchte vielleicht etwas gelebt werden, das das wahre Selbst zum Ausdruck bringt. Also hier geht es nicht um etwas, das man vielleicht im beruflichen Bereich oder so erreichen will, sondern hier fragt man sich, was ist meine Aufgabe, was habe ich zu tun? Und es geht ja auch darum, dass man schon so gewisse Erfolge hat, ne? Man baut auf ein gewisses Konstrukt, auf ein Fundament, das man sich erarbeitet hat. Und von diesem Punkt aus guckt man jetzt, was kann ich noch tun? Und hier kommen tatsächlich unerwartete Gelegenheiten, ne, die auf das Gerüst aufbauen, was man eben erschaffen hat. Möglicherweise hat man hier aber auch nicht so richtig den Blick drauf, dass man es nicht vergisst zu schnappen, wenn es kommt, ne? Also das ganze Rumdenken und Nachdenken ist alles gut und schön, aber irgendwann muss man dann auch etwas in die Tat umsetzen. Und falls es irgendwie darum geht, dass man sich nicht voran bewegen kann, weil etwas noch nicht entschieden ist, das gibt es ja oft, man wartet auf Entscheidungen, auf Urteile, auf irgendwas, dann kommt hier einfach die Karte, mach dir keine Sorgen, lass dich nicht unterkriegen, die Situation ist gesegnet und ja, es stehen einfach faire Entscheidungen an, so dass alle Beteiligten irgendwie entschädigt werden, sagen wir es mal so. Es kann ja natürlich auch sein, dass du das Gefühl hast, man hat dir oder man hat uns Unrecht getan auf irgendeine Art und Weise und man möchte hier den Ausgleich haben. Ach. So, was haben wir hier noch? Okay, jetzt ist es ein bisschen klarer. Man urteilt hier sehr hart mit sich selbst oder über sich selbst. Man macht sich Sorgen, man erwartet irgendwie, dass nichts weitergeht oder man erwartet oft auch das Schlimmste. Und die Karte sagt einfach, hier gibt es positive Lösungen. Auch da, wo du vielleicht nachts nicht schlafen kannst, übergib ein bisschen, gib ab. Und das sich ständig sorgen wird hier als Hindernis gezeigt. Ist natürlich auch nicht so leicht, kommt immer auf die Situation an, wo man drin steckt. Ich kenne das mit den schlaflosen Nächten. Keine schöne Sache, vor allem haben wir alle ja auch keinen Knopf eingebaut, wo man drauf drückt und sagt, so, hier Ruhe. Man kann ja alles tun aus dieser Situation raus an diesem Platz, ne? Es ist alles möglich und man hat sich schon so vieles erarbeitet, dass an diesem Punkt, wo man etwas für sich neu gestalten will oder anders arrangieren, man auch erstmal gucken darf, was habe ich denn alles schon, ne? Man kommt sich ja oft so vor, als hätte man nichts erreicht, obwohl man viel getan hat.
Aber auch das ist irgendwo in Irrglaube, ne? Hier kann auch sein, dass man denkt, das Leben war nicht fair zu mir, irgendetwas ist immer so gelaufen, dass ich kämpfen musste. Und hier entwickelt sich etwas zu einer ganz neuen emotionalen Erfahrung, ne? Hier kommt etwas zum Ausdruck, was man so nicht erwartet hätte. Oder von auch Entwicklungen, die man nicht so gedacht hat. Und genau das ist das, wenn man sich Sorgen macht, fokussiert man sich oft auf die Bereiche, die man eben abchecken kann, die man mit den Gedanken kriegt. Aber hier kommt eben eine Entwicklung, von der wir nichts geahnt haben. Ja, unten haben wir den erfolgreichen Abschluss, ne? Da hat man schon eine ungeheure Leistung vollbracht, man hat etwas vollendet und ich habe so das Gefühl, wir werden mit diesem Blatt auch daran erinnert, dass wir nicht auf unsere Erfolge gucken, ne? Dass wir hadern, dass wir Bilanz ziehen, dass wir mit uns hart umgehen und dass vielleicht das auch bremst, nicht noch etwas zu kreieren, was einem gut tun könnte oder was natürlich auch speziell der Lebensaufgabe entspricht. Hier ist die Zeit, wo man alles tun kann, ne, was man sich vorstellt und auch zum Abschluss bringen. Und hier eben eine Erfahrung, die man so nicht gedacht hätte, die eine gute Wende bringt. Der Bienenfresser mal wieder. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Hier überlegt man viel zu viel, ne? Anstatt sich mal auf das zu fokussieren, was man schon erreicht hat. Das ist im Laufe eines Lebens ganz schön viel. Auch immer wieder, muss ich sagen, denkt man vielleicht, es wäre zu wenig oder für da hat es nicht gereicht und für da, aber genau das ist ja das, was man anvisieren sollte. Hier hat man sich schon mit Vertrauen durchs Leben geboxt. Ja? Hier darf man viel mehr auch noch die eigene Größe leben. Stärke, Vertrauen in sich haben. Hier hat man vielleicht auch so Personen, die unterstützend sind. Hier sind immer Personen mit gemeint, ne? Eigenschaften von Personen oder tatsächlich Menschen, die hier helfen, etwas in den Frieden zu bringen, einen Kampf zu beenden oder auch sich selber für groß genug halten, sein Leben zu meistern. Und die Dinge, die wir schon haben, hier haben wir ja das gute Fundament, die Sterne noch unten dran. Hier kann man sich vielleicht auch auf familiäre Dinge stützen, ne? Wir alle sind keine 20 mehr. Was haben wir schon erreicht? Kinder großgezogen, vielleicht der ein oder andere ein Haus gebaut, Familienthemen abgearbeitet und viele haben hier auch schon Federn gelassen. Und trotz allem ist es das, was wir haben, unser Fundament, das uns von hier aus weiterbringt, ne? Hier urteilt man mit sich selber zu hart, ne? Man hätte dies nicht und das nicht und dafür hat es nicht gereicht. Und genau das ist das Pendant dazu, das hier liegt, dass man einfach schon viel erreicht hat. Wir gucken mal, welches Krafttier hier liegt. Sich selber kleinreden könnte das auch sein oder zu oberflächlich über die Dinge gucken. Hier haben wir das Chamäleon, das hier die Farbe wechselt, das sich sehr anpasst auch, ne?
Vieles hat man vielleicht auch durch Angepasstsein vermieden. Und hier sind wir in der Situation, wo wir eben beobachten, prüfen, uns einschwingen, fühlen, Energien lenken. Das Chamäleon liefert uns hier einfach einen ganzheitlichen Blick. Ne? Hier da nicht nur auf das gucken, was nicht geklappt hat oder wo auch schon so Routine ist, dass es langweilig wird. Hier geht es darum, in die Zeitlosigkeit einzutauchen, zu gucken, zu prüfen, auch wo das eigene Bild, das man über die Dinge hat, gar nicht stimmig ist und zu erkennen, was jetzt ansteht und auch die richtigen Signale wieder aussenden. Man lernt hier, sich harmonisch zu fühlen, sich eingebunden zu fühlen und sich auch den Umständen anzupassen. Ja. Ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn man jetzt überlegt, irgendetwas im familiären Bereich trifft uns, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Pflegebedürftigkeit eines Mitmenschen, ja, da musst du dich als der hilft, schon auch anpassen. Dein ganzer Alltag wird anders. Die Person kommt immer als erstes und man verlässt sich da oft auch auf das, was man schon kann, das, was man schon hat und macht einfach so weiter. Aber es geht auch darum, dass wir unser eigenes Fundament nicht verlieren dabei und man kann sich das oft nicht vorstellen, dass das ginge, aber das Chamäleon sagt eben, dass wir auch noch ungeahnte Möglichkeiten haben, an die wir jetzt gar nicht denken. Und das kommt hier mit dem Boden der Emotion, diese Erfahrung, dass etwas ganz anders laufen kann als gedacht und sehr viel friedlicher und mit sehr viel mehr Harmonie, sodass eben diese Entscheidungen, ja, so beiden dienen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil es mich betrifft, aber es drückt es eigentlich ganz genau aus. Wir gucken, was hier der kleine Engel noch sagt. Ja, passt genau, ne? Wir sollen auf die Erfolge gucken, die wir schon haben. Und hier sagt der Engel, feiere auch die kleinen Freuden. Ne? Hier nimmt man sich Auszeit, man steigt in die Wanne, man tut etwas, was einem selber Freude bringt und ja, konzentriert sich darauf auch viel mehr auf das Element der Freude und des Friedens. Vor allem finde ich immer, wenn man das Kleine nicht schätzt, verzettelt sich oft der Blick, dass man gar nichts hätte. Ne? Vor allem in Zeiten, wo es jetzt so gerade was Schwieriges gibt oder wo man wartet oder wo man eben nicht die Möglichkeiten hat, die man gerne hätte. Entsteht da oft dieses Gefühl von, ja, da ist ja nichts, aber eigentlich ist das ein Trugschluss. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Feiert auch die kleinen Freuden. Ich drücke euch bis morgen.